Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber, Dorothy Parker. Eine Biografie von Michaela Carl entführt die Leserinnen und Leser in das schillernde Leben einer der brillantesten und scharfzüngigsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Dorothy Parker, bekannt als Journalistin, Schriftstellerin, Lyrikerin und Kritikerin, prägte mit ihrem bissigen Humor, ihrer Intelligenz und ihrem Hang zur Ironie das literarische und gesellschaftliche Leben der Roaring Twenties in den USA. Carl zeichnet in ihrem Werk den Weg Parkers von ihrer Kindheit in New Jersey bis zu ihrem ikonischen Status als unabhängige Frau der New Yorker Bohème nach. Diese Biografie zeigt facettenreich nicht nur das talentierte literarische Genie, sondern auch die gebrochene, verletzliche Seite einer Frau, die mit Alkoholismus, Depressionen und gesellschaftlicher Ausgrenzung kämpfte. Dabei gelingt Michaela Carl ein feinsinniges Porträt der Zeitgeschichte und gibt zugleich Einblicke in die Persönlichkeitsentwicklung dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit. Mit zahlreichen Anekdoten, Briefzitaten und beobachtenden Details wird Dorothy Parkers Leben so lebendig, wie sie sich selbst ins Gespräch gebracht hat. Witzig, kritisch, inspirierend und tragisch zugleich. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Aufstieg im literarischen New York. Michaela Carl beleuchtet Dorothy Parkers Anfänge als junge Frau in einer von Männern dominierten Literaturszene. In den goldenen 20ern wurde Parker zu einer zentralen Figur am berühmten Round Table des Algonquin Hotels, wo sie gemeinsam mit anderen Schriftstellern, Dramatikern und Intellektuellen das kulturelle Leben New Yorks wie kaum eine andere Gruppe prägte. Parkers Scharfsinn und Humor verschafften ihr Anerkennung, aber auch Feinde. Die Autorin beschreibt, wie Parker es verstand, aus Klatsch, Witz und satirischen Kommentaren literarische Feuerwerke zu machen. Trotz aller Hindernisse, von ihrer jüdischen Herkunft bis hin zur von Vorurteilen durchdrungenen Redaktionsatmosphäre, setzte sie sich gegen männliche Konkurrenten durch und wurde zur gefragten Kritikerin, Theaterrezensentin und Kolumnistin. Der gesellschaftliche Aufstieg war jedoch stets begleitet von Zweifeln, seelischen Belastungen und der enormen Erwartungshaltung ihres Umfelds. Zweitens: Kunst, Kreativität und Sarkasmus. Als Lebenselixier, Dorothy Parker war nicht nur für ihre gesellschaftliche Schlagfertigkeit berühmt, sondern vor allem für ihren literarischen Stil, der pointiert, treffsicher und oft zutiefst melancholisch war. Michaela Carl zeichnet nach, wie Parker in den Genres der Kurzgeschichte, Lyrik und Kritik einen ganz eigenen Ton entwickelte. Ihre Werke sind geprägt von scharfem Sarkasmus, Resignation und gleichzeitig einem tiefen Mitgefühl für menschliche Schwächen. Die Autorin zeigt auf, wie Parkers Kreativität und Intelligenz einerseits ihre größten Stärken waren, andererseits aber auch zu Einsamkeit und Missverständnissen führten. Parker setzte sich immer wieder mit gesellschaftlichen Missständen, Frauenrollen und zwischenmenschlichen Beziehungen auseinander, häufig maskiert durch ihren trockenen Humor. Carl legt dar, wie diese Doppelbödigkeit Parkers Schaffen so einzigartig macht. Drittens: Persönliche Krisen und der Umgang mit Scheitern. Ein Schlüsselelement der Biografie ist die sensible Darstellung von Dorothy Parkers Kämpfen mit Alkoholismus, Depressionen und wiederkehrenden Beziehungskatastrophen. Michaela Carl verschweigt nicht die dunklen Seiten ihres Schaffens. Zahlreiche gescheiterte Ehen, unglückliche Liebschaften und der ständige Balanceakt zwischen öffentlicher Wahrnehmung und privaten Abgründen bestimmten ihr Leben. Trotz aller Erfolge blieb Parker stets eine Suchende, die sich selbst und das Leben in Frage stellte. Besonders eindringlich werden ihre Versuche, mit Selbstzweifeln und gesellschaftlicher Ächtung umzugehen, herausgestellt. Die Biografie macht deutlich, wie sehr Parkers humoristische Fassade oft als Schutzschild diente, um Verletzlichkeit und Ängste zu verbergen. Viertens: Emanzipation und Kampf um gesellschaftliche Anerkennung
Michaela Carl thematisiert die Rolle Dorothy Parkers als Vorreiterin weiblicher Unabhängigkeit in einer Zeit, in der Frauen noch massiv benachteiligt wurden. Parker war politisch interessiert und engagierte sich bei zahlreichen gesellschaftlichen Initiativen, darunter Gewerkschaften, Bürgerrechtsbewegungen und antimilitaristische Organisationen. Ihr Mut, Tabus zu brechen, und ihre Bereitschaft, Missstände, wie die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, offen anzuprangern, machten sie zu einer Wegbereiterin moderner feministischer Positionen. Die Biografie zeigt, mit welcher Hartnäckigkeit und Konsequenz Parker sich immer wieder für Gerechtigkeit und weibliche Selbstbestimmung einsetzte, trotz drohender gesellschaftlicher Ausgrenzung. Schließlich das Vermächtnis Dorothy Parkers. Im abschließenden Teil widmet sich Michaela Carl dem Nachwirken Parkers bis heute. Dorothy Parker hat mit ihrem Leben und Werk nicht nur die Literatur, sondern auch die Vorstellungswelt moderner, selbstbestimmter Frauen geprägt. Ihr pointierter Witz, der scharfe Blick für soziale Missstände und ihr Mut zur Selbstironie inspirierten Generationen von Autorinnen und Künstlerinnen. Auch ihr gesellschaftliches Engagement, besonders ihr Eintreten für soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte, hinterließ ein nachhaltiges Erbe. Carl verdeutlicht, wie Parkers Leben nicht als bloße Anekdote eines Glamour-Lebens zu verstehen ist, sondern als Kampf um künstlerische und persönliche Integrität und als ermutigendes Beispiel für alle, die sich ihren Platz in der Gesellschaft erobern wollen. Zusammenfassend: Dieses Buch ist ein absolutes Muss für alle, die sich für Literatur, Frauengeschichte und die gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts interessieren. Leserinnen und Leser, die sich für spannende Biografien faszinierender Persönlichkeiten begeistern, finden in Michaela Carls Werk ein tiefgründiges, ebenso unterhaltsames wie nachdenklich stimmendes Porträt. Besonders Frauen, die selbstbewusst ihren Weg suchen oder Inspiration für den eigenen Selbstbehauptungswillen brauchen, profitieren von der Lektüre. Zudem richtet sich das Buch an alle, die literarischen Witz, Ironie und sprachliches Feingefühl schätzen. Dorothy Parker bleibt in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für Mut, Originalität und Unabhängigkeit. Michaela Carl gelingt es, Parker als vielschichtige Persönlichkeit und als mutige Kämpferin für Gleichberechtigung lebendig werden zu lassen. Wer dieses Buch liest, gewinnt ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten weiblicher Karrierewege, für das Spiel mit gesellschaftlichen Konventionen und die Kraft kluger Selbstironie. Im Vergleich zu anderen Biografien überzeugt dieses Buch durch seine sprachliche Brillanz, Detailreichtum und das mitreißende Erzähltalent Carls. Es bietet nicht nur Fakten, sondern Inspiration und eine neue Sicht auf das Leben einer außergewöhnlichen Frau, deren Humor und Lebenshunger bis heute nachhallen. Der Kauf lohnt sich, weil diese Biografie mehr als nur ein Lebenslauf ist. Sie ist ein Statement für Vielfalt, Witz und Menschlichkeit. Wenn Sie unterstützen möchten: Michaela Carl, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.